NBA 2K21 wird einer der wenigen Titel im Lineup der neuen Konsolen sein, für den eine weitere Gebühr fällig wird, sofern ihr von den Möglichkeiten der neuen Hardware Gebrauch machen wollt. Darum wurde der Ableger laut den Entwicklern auch von Grund auf neu programmiert, um die Technologien in Einklang bringen zu können. Womöglich werdet ihr dabei auf den ersten Blick aber gar nicht so gravierende Änderungen bemerken. Nimmt man die beiden Versionen aber in den Direktvergleich, fällt doch auf, wo die Entwickler an der Technik gewerkelt haben. So hat man deutlich mehr Arbeit in die Charaktermodelle gesteckt und offenbar den Polycount ein wenig erhöht. Auch die Hautoberflächen wurden ebenso mit neuen Shadern versehen, die nun mehr Glanzeffekte bringen. Die Haarpracht wurde üppiger ausgearbeitet und wirkt nun auch nicht mehr wie eine niedrig aufgelöste Textur, sondern hat deutlich feinere Übergänge, wodurch auch Locken detaillierter wirken. Je nach Belichtung kann sich das ein wenig ändern, aber wenn die Charaktermodelle genau getroffen werden, dann wirkt das Haar doch wirklich gut gerendert. Das mag nun dämlich klingen, auf diesem kleinen Detail herumzureiten, aber Haare sind eben unglaublich knifflig, wenn es um das Rendern geht. Und da macht 2K21 eben eine sehr gute Figur. Auch die Trikots wurden offenbar leicht überarbeitet und bieten nun beim genauen Hinsehen auch Knicke und Falten. Ebenso wurde bei Trainern und Nebenakteuren auch ein wenig Hand angelegt und neben mehr Details auch Mimik und Gestik überarbeitet. Mit der gekonnten Einbindung von Motion Blur kreiert man dann auch einen realeren Look. Ein wenig mehr Schattierungen hätten beim Lichteinfall aber doch für ein paar noch glaubhaftere Charaktermodelle gesorgt. Die Bewegungen wurden aber offenbar auch ein wenig verfeinert und wirken nun sauberer in den Übergängen. Die auffälligste Neuerung dürfte aber eben die Umgebung betreffen. Der gesamte Kurt wirkt lebendiger. Im Hintergrund ist mehr Bewegung, das Publikum wirkt detaillierter und hochauflösender und die Belichtung sorgt für mehr Realismus. Die Raytracing-Technologie bringt den Titel mit seiner akkuraten Darbietung doch ein wenig näher an die Wirklichkeit. Dadurch habt ihr am sehr gut texturierten Bodenbelag sehr genau wirkende Reflexionen. Besonders im Direktvergleich mit der One-Version merkt man hier die Überarbeitung. Man erkennt sogar einige Maserungen am Boden, während die alte Methode nur eine raue Oberfläche mit deckungsgleicher Belichtung war. Auch die Oberflächen einiger Objekte am Rand haben mehr Details bekommen. Einige Grafikfehler wie Clipping-Probleme sind aber auch hier vorhanden, ebenso ein paar Bugs. Die Weitsicht in der Halle wurde derweil mit weniger dunklen Bereichen aufgewertet. Leider fallen die positiven Faktoren gewaltig ins Leere, sobald man den neuen Modus betritt. Den könnt ihr knicken. Ihr beginnt nämlich im sogenannten Rookieville und sollt euch dort einen Namen machen. Bevor ihr also die hoch angepriesene Open World erleben könnt, hängt ihr in dieser langweilig präsentierten Mini-Umgebung herum. Das Problem dabei, um euch einen Namen machen zu können, sind Online-Duelle nötig. Ihr verbringt aber ewig lange in dieser Lobby, da ihr nur dann den Kurt betreten dürft, wenn andere ihre 3 vs 3 Duelle beendet haben. Ihr wartet also auch gerne mal 15 Minuten, bevor ihr anfangen könnt. Wirklich ermüdend. Zumal hier auch Grafikfehler immer mal wieder auftreten. Hätte mir jemand gesagt, ich würde 2K10 eingelegt haben, ich würde es wohl kaum in dem Moment merken. Ein Wort aber noch über die Ladevorgänge. Geil, der Titel lädt in Sekunden. So flott wie ihr hier auf dem Parkett seid, habt ihr wohl noch nie einen Ball in Korbnähe bringen können. NBA 2K21 hat also seine Probleme, kann aber für den Auftakt mit guter Technik einen ersten Trip in die neue Hardware-Revision bieten. Allerdings bleibt auch ein wenig fraglich, ob 2K an den alten Versionen eventuell auch ein kleines Downgrade vorgenommen hat, um die Änderungen hier in der neuen Version nochmal deutlicher zu machen. Die native 4K-Auflösung sorgt aber für eine visuell doch sehr beachtliche Präsentation, da so die Details und Farben mehr rüberkommen. Der Mehraufwand sollte also deutlich erkennbar sein. Angemerkt werden sollte jedoch, die Qualität, die die Trailer vorgeben, wird in dem Maße aber meiner Meinung nach nicht erreicht. Erdlinge, ich bitte euch, gebt mir eure Kraft. Oder ein Abo, geht auch. Oder ein Like, das wäre auch okay.